Ich finde, dass die Mein Schiff Relax natürlich dafür steht, dass du wirklich runterkommst, dass du die Batterien auflädst, dass du einfach einmal so auf den dicken, fetten Reset-Knopf drückst. Und was könnte da schöner sein, als auf deiner Reise am Schiff nochmal eine weitere kulinarische Reisemöglichkeit zu haben ins traumhaft zeremonielle, kulturell, kulinarisch einzigartige Japan. So. Da, 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 da. Hi, guys. Good to see you. Hello. Mit Sicherheit das kulinarisch spannendste Land der Welt ist Japan. Dort hat man so einen Hang für Lebensmittel. Das ist so entscheidend, so außergewöhnlich, vom Obst bis zu den Kräutern, vom Fisch bis zum Fleisch. Und all das wollen wir hier halt im Fugu Tim Raue feiern. Und das eben, wie man sieht, mit einem dreidimensionalen Erlebnis. Das heißt, du sitzt nicht nur da, du kriegst nicht nur Happy, Happy und Trinky, was für mich ein- und zweidimensional ist, sondern du siehst es, du erlebst es. Du gehst auf Reisen, du hast mit jedem Gang eine andere Geschichte, eine Besonderheit, die Japan ausmacht. Ich bin ein extrem emotionaler Mensch. Also ich bin von 0 auf 5000 in der Freude, aber genauso bei minus 5000, wenn es mich anzipft. Und das ist natürlich unglaublich schön, diese Bilder zu sehen, diese Verbindung, die Musik, die ja auch was macht. Mich hat das sehr berührt. Sehr. Also so. Das Besondere des Fugus war von Anfang an, dass wir gesagt haben, es gibt ein Menü. Also wir haben gesagt, das wird das kostbarste kulinarische Erlebnis, was du auf der ganzen Flotte haben kannst. Wir werden niemals vom Michelin hier getestet. Deswegen kann ich nicht sagen, wir wollen ein Sterne-Restaurant sein, weil es gibt an Bord keine. Aber der Anspruch des Fugus ist es, dass das Fugu im Endeffekt qualitativ direkt unter dem Restaurant Tim Raue ist. Das hat 2 Sterne an Land. Und wir wollen im Endeffekt einen goldenen, dicken, fetten Stern an Bord haben. Das Hanami ist ein toller Mittelklassewagen, den du gerne ausfährst. Und wenn ich den Autovergleich dann mit dem Fugu habe, das ist der Sportwagen. Da arbeitest du dein Leben lang darauf hin, dass du das Ding hast. Wir nehmen tatsächlich einen Suppenlöffel und keinen normalen Löffel, weil wir einen Gang servieren, der so kostbar ist, der eine so großartige Brühe ist, dass es eben diesen Suppenlöffel wieder braucht, der, glaube ich, seit den 70ern eingemottet war in den meisten Restaurants. Und das sind so kleine Details, die mir wichtig sind. Super. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr pur, sehr leicht. Perfect. In taste, texture, everything, really. Fucking perfect. Boah. Das ist halt so ein Klassiker, den jeder auch in Deutschland gerne isst, ist knuspriges Hühnchen. Ne? Da brauchen wir nicht lange rumdiskutieren. Oh, rein geht's in die Gosche. Nach außen knusprig, innen heiß und saftig, warm und Limettenaromen, die Süße des Maises. Ja, echt gut. Okay, das ist aber Perfektion. Der Blick ist immer, da muss in der Küche aufpassen. Ne? Da wird viel zu viel anrichten und so lalala, das ist alles Bullshit. Es muss schmecken. Kennst du irgendein Restaurant, in dem du gerne bist, weil das Essen hübsch ist, auch wenn es dir nicht schmeckt? Nein, es muss immer schmecken. Und wenn es dazu noch hübsch ist, aber das ist perfekt. Oh, super gegart. Wunderbar. I love it. Ist halt auch das saftigste Stück, das drin ist. Und halt die Wange. Die wird angebraten, mariniert, für Stunden liegen gelassen, dann über Nacht gegart. Und zerfällt am Gaumen. Das zarteste, das fettigste Rindfleisch in Perfektion. Und dann diese wunderbaren rötlichen Paprika-Aromen, leichter Süße, Säure, Schärfe. Ach, und dann noch der Sud. Da zieht schon ein bisschen, da tanzt der Gaumen. Was halt jetzt gerade toll ist, ist, dass von den 5 Gängen 4 habe ich probiert. Alle sind wirklich perfekt. Das sind kleinste Kleinigkeiten. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen so, ich glaube, Eltern können das gut nachvollziehen, wenn ihr Kind mit einer 1+ nach Hause kommt. Das ist im Moment mein Gefühl. Mein Team ist so großartig, ich bin so stolz, dass sie das so herausragend leisten.
brillant. Aber das bin nicht ich. Ich habe es mir irgendwann ausgedacht, wir haben es rezeptiert. Aber das machen sie jetzt, das macht Randy. Randy, how many years you're with me now? With Hanami? 7 or 8? Die Glückszahl 8, mit 8 Jahren. None of you is with me 8 years, right? You? Amazing! Thank you! An der Street Art Bar vorbei geht's darüber ins Fugu. Ganz wichtig. Ich komme ja von der Straße in Kreuzberg, deswegen, das kann ich. Es sind tatsächlich nur ein paar Schritte und dann sind wir vom Fugu direkt in der Street Art Bar. Und die Street Art Bar, die ist ein Ort, der sehr lebendig, sehr urban ist und in dem es eben auch Essen gibt, was urban ist, nämlich aus der Fugu-Küche kommen Sushis und Sashimis, wie man es vom Hanami Tim Raue schon kennt. Wir haben ein paar kleine Neuerungen, weil wir etwas japanisierter sind. Das bedeutet zum Beispiel, es gibt als absoluten Superstar und die Köstlichkeit schlechthin Hausfrauen-Sushi. Geilste Gericht, was man hier in der Street Art Bar essen kann, schön mit einem Löffelchen. Aber es gibt auch wunderbare Rolls. Hier zum Beispiel die vegane Variante mit rote Beete und mit Wasabi und Meerrettich. Wir haben aber auch eine Spicy Tuna Roll, wir haben Sashimi vom Lachs, wir haben einfache Nigiris da. Das ist also der Ort, wo man auf der Mein Schiff relaxed japanisches Sushi essen kann. Die Mein Schiff Relax steht ja genau dafür, dass du dich eben erholst, dass du alle Sinne erholst. Es geht ja auch darum, sich dafür die Zeit danach wieder zu motivieren. Die Kirschblüte ist vorbei im Fugu, was kommt als nächstes? Und genau das ist eben nach der Zeit auf der Mein Schiff Relax, kommt man mit neuen Inspirationen, mit neuen Ideen, mit neuer Motivation ins Leben zurück und man hat seine Sinne dermaßen gereizt und angesprochen, dass sie sich auf alles freuen, was da draußen außerhalb der Mein Schiff Relax auf einen wartet.